Das ist ein ganz, ganz großer Teil meines Lebens und den möchte ich auch nicht missen. Das ist etwas Besonderes, das ist eine große Ehre für mich. Deswegen, also das ist mehr als nur ein Arbeitgeber, das ist Emotion, das ist ein wichtiger Teil des Lebens. Früher, als ich angefangen habe, Fußball zu spielen, habe ich mich immer, auch als ganz kleiner Junge, schon an Adidas orientiert, weil das Hauptaugenmerk, was ich hatte, waren die Spieler und was tragen sie. Und seitdem gab es für mich auch noch nie etwas anderes. Damals war es ja so, dass man oftmals noch die Spiele auch am Radio angehört hat. Ja? Und das, was dann am meisten kam, war, wenn die Übertragung von den Bayern-Spielen kam und dann immer wieder Franz Beckenbauer. Und das prägt sich ein. Ja? Also es hat mich fasziniert, wie er den Ball gestreichelt hat mit dem Außenriss und das alles. Das war einfach unglaublich. Ich glaube, man kann nicht für den FC Bayern arbeiten, wenn man nicht emotionalisiert ist. Das ist das Erste. Also wenn ich diesen Schritt gehe und sage, ich gehe zum FC Bayern, dann muss ich wissen, was ich tue. Das ist was Positives, ich kann es nur empfehlen, aber das gehört dazu. Also wenn ich diese Identifikation nicht habe, sondern sage, ja gut, Fußball wollte ich schon immer mal arbeiten, aber eigentlich bin ich XY-Fan, sage ich jetzt bewusst so, das geht nicht so. Das kann man nicht machen und ich glaube deswegen, da muss Herzblut, da muss alles dabei sein und diese Überzeugung, die vereint und das ist etwas, was den Verein auch so stark macht, ganz sicher. Das Familiäre, ich drehe es um, wir reden eigentlich immer von der Bayern-Familie und ich glaube, das ist das Besondere, dass hier auch immer alle vereint sind und dass man ein gemeinsames Ziel hat und jeder weiß, dass er für dieses Ziel arbeitet und das muss jeden Einzelnen motivieren und ich glaube, das ist das Besondere dabei und man darf eines nicht vergessen, man kann einen Beitrag leisten zu dieser Bayern-Familie, einen positiven Beitrag leisten, aber jeder Einzelne ist dabei wichtig, das ist wie ein Rädchen in einem Motor und ähnliches, aber jeder muss sich darüber im Klaren sein, dass er niemals wichtiger ist als diese Marke oder stärker ist als diese Marke. Von daher ist es extrem wichtig, auch das Thema FC Bayern Familie zu leben und sich damit zu identifizieren. Ich glaube, dass die Identität sehr, sehr wichtig ist. Man muss sich damit identifizieren können. Andernfalls kann man nicht die komplette Leistung bringen, die man von sich selbst erwartet. So geht es mir zumindest. Also ich kann nicht sagen, das ist einfach nur ein Produkt für mich. Ja, das ist mehr, das lebt. Man lebt jeden Tag diesen Club. Ja? Und das auf einem Niveau, dass es letztendlich immer wieder heute gesagt wird, das ist so die stärkste Marke, die wir in Deutschland im Sport haben. Ich glaube, dass man natürlich das Ziel hat, sich zu verbessern, den Umsatz zu steigern. Das ist, glaube ich, völlig klar. Wir haben uns dann für einen Weg entschieden, wo wir gesagt haben, wir reden mit unterschiedlichen Unternehmen und wir wollen eine Philosophie haben, dass jeder Partner, der bei uns ist, auch für uns offensichtlich die Nummer 1 ist, und zwar in seiner Branche, sodass eigentlich keiner irgendwo innerhalb der Bayern-Familie irgendwo in einen Wettbewerb gehen muss, sondern genau weiß, dass er für sein Produkt, für seine Branche der Einzige ist, der dieses Thema besetzt. Auf der anderen Seite, wir aber dadurch gleichzeitig ein Netzwerk entwickeln, wo sich die Partner untereinander eben auch noch miteinander verständigen können und dadurch sehr, sehr viele Synergien sich entwickelt haben. Und das war die Philosophie, die wir hatten und immer noch haben und die ist, glaube ich, auch sehr gut aufgegangen. Dieses Bild von der Allianz Arena, ich wollte ein Bild haben, was die Brillanz ausdrückt. Und ich glaube, das ist das Besondere. Die Arena ist als sich schon etwas Besonderes, aber in dieser Farbe auch nochmal kriegt sie noch mehr Ausstrahlungskraft für mich. Und das ist, hat aber auf der anderen Seite auch eine gewisse Ruhe, strahlt sie aus. Und das ist etwas, was mir sehr, sehr gut gefällt und deswegen habe ich mich dann auch entschieden, dieses Bild zu nehmen. Ja. Muhammad Ali ist etwas Besonderes, dass er sagt, impossible is nothing.
Und das ist so ein Leitspruch für mich. Also das habe ich auch versucht, oder meinen Mitarbeitern und Kollegen immer mitzugeben, dass, wenn man mit Leuten spricht, niemals sagt, nein, geht nicht oder wie auch immer, sondern dass man ihnen ganz klar aufzeigt, man versucht, den Wunsch zu erfüllen. Wenn wir die an Bayern Interessierten sehen, dann sind das fast 1 Milliarde weltweit. Und diese Leute haben das Recht, auch mal zu fragen und etwas zu verstehen. Und dass das so ist, das hängt damit zusammen, dass wir uns mit den Leuten beschäftigen und ihnen sagen, wir kümmern uns um euch. Und das ist etwas, was immer sein muss. Man darf nie wenn jemand eine Frage hat, einen Wunsch hat, dann muss ich sagen, ja, ich prüfe das gerne, aber nicht, nein, geht nicht. Das ist für mich ein Abbruch einer Kommunikation und eine Blockade. Und deswegen, selbst wenn es so sein sollte, muss ich es ihm erklären, warum, aber nicht auf diese Art und Weise. Und das ist das, da passt der Kollege hinter mir immer auf, dass das für mich auch selbst nicht anders geht. Ja, also das ist sehr, sehr wichtig. Und das Dritte, was ich sagen wollte, ich hatte vielleicht vor 20 Jahren von Kindern, die haben ein ganz großes Bayern-Logo gebastelt und die hatten mir das dann auch übergeben und da habe ich gesagt, das nehme ich auf jeden Fall mit. Und das ist auch etwas gewesen, wo ich sage, da habe ich das ein oder andere ernstere Gespräch auch mal mit Kollegen geführt, wo ich aber gesagt habe, ey, wir zwei sind schon lange nicht mehr da, dann hängt das Logo immer noch da. Also deswegen ordne dich mal richtig ein. Das ist etwas, was mir so, ja, mich begleitet und mich leitet. Ich versuche, mich daran zu orientieren tagtäglich, ja, und das ist schon spannend. Ich bin jemand, der nicht viel ruhig sitzen kann oder sonst was, sondern ich muss mich bewegen, ich muss meinen Sport machen. Ich mache ihn täglich und ich denke, da gibt es noch viele Ziele. Ich habe auch nicht umsonst Sport studiert, weil ich glaube, dass es etwas ist, was einem so viele Nuancen aufzeigt, so viele Facetten aufzeigt, von denen man lernen kann, die man für sich auch selbst lernen kann. Es geht nicht darum, also im Profisport schon, aber immer die Nummer 1 zu sein, sondern es geht darum, den Respekt, den man hat, den Wettkampf, die Fairness, alles, was der Sport an Möglichkeiten dir aufzeigt, die du dann auch für dich verwenden kannst. Das ist etwas, was mich da schon immer dran fasziniert hat und deswegen würde ich nie nur eine Sportart, Fußball ist die Sportart für mich, aber nicht nur eine Sportart betreiben wollen und mich interessiert im Grunde genommen alles, was das angeht. Ich wünsche, dass wir auf jeden Fall weiterhin auch in Europa eine große Rolle spielen, dass die Marke diese Stärke behält, dass man aber, wofür auch der FC Bayern steht, dass man Respekt gegenüber den anderen hat, dass wir auch helfen, dass wir uns der Verantwortung als stärkste Marke im Fußball oder im Sport in Deutschland, dass wir diese Verantwortung auch weiterhin führen. Das ist etwas, glaube ich, was uns ausmacht. Ja? Und ich denke, jeder Einzelne muss wissen, dass er einen wichtigen Beitrag für den FC Bayern leistet, egal in welchem Bereich, egal in welcher Position. Und jeder Einzelne sollte wissen, dass er nicht alleine für den Erfolg verantwortlich sein kann, dass es nur im Team geht, und zwar in dem großen Team hinter den 11 Spielern, hinter der Mannschaft. Also eines ist ganz klar, ich werde immer FC Bayern-Fan bleiben. Ciao, ciao.